Ja, die Geschichte der Firma geht sehr weit zurück. Da kenne ich selber noch nicht ganz alle Details. Wir haben wirklich Buchhaltungsunterlagen bis ins 1930 oder weiter zurück. Mein Vater ist im 91 in die Offset-Druckerei Gerd Emminger eingestiegen, gerade im Herzen von Basel in der Kasernenstraße. Dort waren es noch 10 Mitarbeitende und im 97 wurde es dann die Kremper AG. Im 2008 sind wir hier nach Pratteln gekommen in diese Produktionshalle und im 18 bin ich eingestiegen und seit dem 2021 habe ich die Firma übernommen. Meine Eltern sind aber weiterhin auch noch dabei. Ich habe eben von vielen Seiten gehört, dass Familien oft zu spät Nachfolgelösungen suchen. Deshalb waren wir eigentlich im 21 ein bisschen zu früh. Also mein Vater hätte das auch, wir hätten das auch später machen können. Aber es war eigentlich, mir ging es nur um die rechtliche Geschichte. Wenn etwas passieren würde, dass es den Mitarbeitern klar ist, es gibt einen Weg, es ist alles klar definiert, es geht weiter und es gibt keine Diskussionen. Ja, ich war früher eigentlich immer am Samstag in der Firma. Mein Vater musste uns immer am Samstag nehmen und dann war immer, genau, in Basel durften wir dann immer zum Mittagessen in den McDonald's, das war das Highlight. Und sonst haben wir Verstecken gespielt im Papierlager mit den Kindern von einem Drucker. Nein, ich bin mit ganz kleinen Jobs, Briefe einstecken, mit so 1 Franken pro Stunde sind wir eingestiegen und über die Jahre haben wir in den Schulferien immer mitgeholfen, vor allem in der Produktion natürlich, überall wo wir helfen konnten und das eigentlich bis zum Studium. Also auch während dem Studium noch habe ich eigentlich immer hier gearbeitet. Danach habe ich noch einen Umweg gemacht über die Versicherung. Ich habe nicht gewusst, dass ich hier meinen Weg suche und erst später bin ich dann wieder hierher zurückgekehrt. Ich war relativ breit unterwegs. Ich war in der Marktforschung, ich war in der Kommunikation, ich habe IT-Projekte mitgeleitet. Das sind alles Sachen, die man hier eigentlich auch braucht. Aber natürlich viele technische Details und Know-hows habe ich mir in der Zwischenzeit erarbeitet. Ich habe viel gelernt, lerne aber noch jeden Tag dazu. Es kommen immer wieder neue Themen, wo man denkt, das muss ich auch noch daran denken und mich darum kümmern und jemanden finden, der mir helfen kann. Ja, du kommst von einem Job, also ich war vorher 150% gefordert, habe ein IT-Projekt mitgeleitet von einer großen Versicherungsfirma und dann kommst du hierher und denkst so, okay, und alle haben keine Zeit für dich, du hast noch keine Ahnung, wo dein Platz ist. Du kannst nirgends helfen, weil du eigentlich noch gar nicht richtig reinschauen kannst. Und die Idee war eigentlich am Anfang, dass ich wie die Assistenz der Geschäftsleitung bin, dass ich überhaupt reinkomme. Und dann nach habe ich mir eigentlich selber Projekte erarbeitet, vor allem im Thema Nachhaltigkeit. Ich habe für uns eine Datenschutzzertifizierung umgesetzt und uns beworben und das alles durchgeführt. Eben Thema IT, aber auch von Personal, um die Lehrlinge kümmern. Also es ist dann immer mehr dazugekommen, wo ich mir einfach selber aber Projekte schaffen musste und nebenbei schauen, wer hat wann wo Zeit, um mich mitzunehmen, um mir Dinge beizubringen. In der Produktion aufzugehen, hey, da war was, wie macht man das, was ist passiert und ja, dann aus diesem Feedback von Projekt zu Projekt lernen. Also die Idee war es eigentlich immer, Kunden verwöhnen von A bis Z, beraten. Sie können uns einfach ein Chaos hinschmeißen, wir schauen, dass es am Schluss perfekt rauskommt. Das ist eigentlich, was wir wollen und es ist einfach seither viel mehr dazugekommen. Früher hat vieles, einfach nach dem Druck war praktisch alles dann in der Buchbinderei und heute können wir von Falzen, Drahtheftung, Binden, alles Mögliche, auch spezielle Veredelungen und so weiter. Thema Versand ist sehr breit. Also wir haben ein sehr, sehr breites Inhouse-Angebot, was so eigentlich nicht viele Druckereien, zumindest in der Schweiz, haben. Und das ist unsere Stärke, weil wir haben die Termine, die Qualität und den Preis entsprechend im Griff. Ja, unsere Drucker verstehen es manchmal nicht ganz, dass sie nicht die ganze Aufmerksamkeit bekommen, weil sie haben die teuersten Maschinen. Aber ja, es ist so, wie am Schluss, wir sagen immer, es bringt nichts, wenn der Druck funktioniert und danach geht es nicht weiter. Also bei uns kann es auch mal sein, dass wir dem Drucker sagen, stell die Maschine ab und geh in die Weiterverarbeitung helfen, weil es bringt nichts, wenn der Kunde am Schluss nichts hat. Und das sind wir auch entsprechend. Eben, wir sind auch eine Familienfirma und hier ist es klar, man hilft dort, wo es brennt. Und diese Leute brauchen wir und auch langjährige Kunden, die hier sind.
Und ja, wir haben gemerkt, eben die ganzen Services rund um den Druck ist das, was der Kunde auch Unterstützung braucht, Hilfe braucht und wo viele Druckereien schlecht arbeiten. Beim Versand, bei der Beratung, bei der Vorbereitung zum Druck, wenn man dem Kunden nicht helfen kann. Eben unsere Vorstufe ist jederzeit erreichbar. Wir machen teilweise sogar, wir haben auch schon Kurse hier gemacht für Kunden. Ja, wie kann man Daten richtig aufbereiten und so weiter. Und ich denke, das ist wichtig, das nahe am Kunden sein und überall helfen, mitdenken. Und dort sind wir stark. Also ich denke, Haupttreiber war hier sicher auch mein Vater. Er sagt immer, er träumt seit 30, 40 Jahren von dieser Technologie. Und mit dieser Maschine haben wir erstes Mal gesehen, die Druckqualität. Und auch die anderen Sachen haben gestimmt, also die Produktivität, das Thema Nachhaltigkeit, das hat alles gepasst. Und vorher haben wir immer wieder Muster gesehen, wir haben Maschinen angeschaut, aber es ist entweder zu teuer, zu langsam oder schlechte Qualität oder UV. Also es war immer irgendwo etwas nicht gut. Und hier kam die erste Maschine und wir dachten, diese müssen wir haben, mit dieser müssen wir starten. Eigentlich hätten wir gerne schon im B2-Format gestartet, aber ja, aus genannten Gründen haben wir gesagt, jetzt starten wir mal mit dieser B3-Maschine. Wir wussten, dass es in dem Sinn nicht ganz ruhig werden wird. Also eben, es war für uns natürlich ein großer Moment. Das war ja Anfang dieses Jahres, noch im Januar, wurden eine XL 106 und dann eine XL 105 abgebaut. Und dann mit dieser, eben auch die neue XL ist ja auch die Drupa-Version, die allerneueste Version. Und eben, wo sie das erste Mal die Jetfire aufgebaut haben, dachte ich, habt ihr hier ein fahrendes Labor gebracht oder was ist das mit all den Düsen und so? Das sah sehr cool aus. Aber es sind viele neue Punkte, die auf uns zukommen, die wir mit den Teams besprechen mussten und auch immerhin müssen. Also wir sind immer noch im Lernprozess. Früher war der Digitaldruck rein von der Vorstufe her betreut. Neu kommen auch die Offset-Drucker in das Thema rein. Wir haben jetzt im Moment eigentlich 2 Teams, die ein bisschen zuständig sind und das muss sich jetzt alles noch ein bisschen einbahnen. Eben der Umgang mit Inkjet an sich musste man viel rechnen, vorbereiten. Mit welchen Preisen möchte man rausgehen, wie möchte man das kommunizieren. Dass es nicht sobald man Digitaldruck verkauft, hat man das Gefühl von billig. Es ist keine billige Maschine, Tinte ist teuer und dann sprechen wir wirklich halt als Premium-Inkjet verkaufen. Ja, also muss man wirklich vom Verkauf bis zum Druck alles anschauen und immer wieder jetzt auch dranbleiben. Ja, also wir hatten jetzt gerade letzte Woche ein Projekt. In der Schweiz halt oft mehrsprachige Produktionen, Deutsch, Französisch, Italienisch, oft Deutsch große Auflage, Französisch, Italienisch kleiner. Dann haben wir das auch schon gemacht, dass wir Deutsch Offset gedruckt haben, Französisch, Italienisch, dann Inkjet. Und früher haben wir es so gemacht, dass wir die Umschläge von allen Offset gemacht haben und den Inhalt Deutsch und den Inhalt Französisch, Italienisch Trockentoner, das ging. Jetzt können wir das ganze Produkt machen mit der Inkjet und man sieht den Unterschied nicht. Nein, also den Trockentoner haben wir weiterhin im Angebot, eigentlich für die ganz unkomplizierten Dinge oder dort, wo es einfach günstig sein muss, ist weiterhin Trockentoner oder halt, wenn es um Digital Metal geht, bei der Veredelung, dort braucht man es weiterhin. Und sonst, der Kunde muss sich eigentlich jetzt gar nicht mehr darum kümmern, ob es Offset ist oder Inkjet. Es ist unser Job, ihm eigentlich zu sagen, also er sieht den Unterschied nicht mehr, sage ich mal so. Wir finden für den Kunden die perfekte Lösung, sagen, was Sinn macht. Wir haben auch Kunden, die kommen jetzt auch an die Inkjet-Maschine zum Abstimmen. Das finden die super. Man kann auch an der Maschine noch Anpassungen vornehmen. Man kann Pantone-Werte sehr gut erreichen. Auch gewisse Grammaturen, gewisse Materialien, die einfach im Inkjet noch nicht so funktionieren oder nicht optimal. Oder Briefumschläge, auch noch kein Thema im Inkjet. Genau, also das Offset wird weiterhin ein sehr zentraler Pfeiler bleiben. Ja, es war natürlich ein Riesenprojekt, also es hat da schon ab und zu geholpert am Anfang, aber eben dann wenn 2 XL rauskommen und 2 so Maschinen rein und eben auch für die Techniker in der Schweiz waren es sozusagen die ersten Maschinen. Ja, musste man zwischendurch noch Zusatzläufe machen, noch ein paar Abklärungen und so, aber ist ein sehr langjähriger Partner, sie sind sehr gut aufgestellt in der Schweiz und wir wussten auch, dass die für uns da sind, wenn es Probleme gibt und daher die richtige Wahl.